Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video und ich freue mich richtig, dieses Video machen zu können, denn es hat endlich der erste Spieler verlängert und damit gehen wir in die richtige Richtung. Ja, ich freue mich sehr, dass Nürnberger jetzt verlängert hat. Lasst unbedingt ein Like auf dieses Video da. Heute gibt es für alle Informationen, die wichtig sind. Und ja, ab 99 Cent kann man Mitglied werden für ein bisschen Support. Dankeschön an jeden, der das macht. Ja, Magdeburgs Offensivmotor Alexander Nürnberger bleibt dem ersten FC Magdeburg erhalten. Nolde verlängert seinen Vertrag und wird immer wertvoller für das Team. Trainer Christian Tietz lobt seine Entwicklung. Und ja, da können wir direkt anfangen. Ich bin wirklich ein großer Kritiker von Nürnberger gewesen, auch allgemein von sehr vielen Spielern in unserer Mannschaft. Die haben sich alle top entwickelt. Und das ist das, was ich liebe. Du kritisierst jemanden, die entwickeln sich richtig gut. Ich habe erst Reimann kritisiert, dann hatte ich Heber kritisiert und jetzt, davor hatte ich auch Nürnberger kritisiert. Und die machen alle eine Top-Entwicklung durch. Und das gehört dazu. Spieler kritisieren und wenn die sich dann nochmal weiterentwickeln, das ist der Effekt vom Fußball, den du brauchst, um oben mitzuspielen. Und genau das hat der FCM mit einem unglaublichen Trainer, der das unglaublich gut kann. Muss man einfach so sagen. Und Nürnberger hat es geschafft, einer der wichtigsten FCM-Spieler zu werden. Und dass man dann mit so einem Spieler verlängern kann, ist mehr als nur wichtig. Ja, Alexander Nürnberger verzaubert die Fans vom 1. FC Magdeburg von Spiel zu Spiel. Die Clubanhänger dürfen sich nun umso mehr freuen. Nolle verlängert seinen Vertrag beim FCM. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt. Bei Alex ist das eingetroffen, was wir uns erhofft hatten, heißt es nach der Vertragsverlängerung des 27-Jährigen von seinem Cheftrainer Christian Tietz. Er hat sich gut weiterentwickelt und ist sehr gewinnbringend für unser Spiel und das stimmt. Man hat es in Karlsruhe jetzt letztens gesehen, er ist mittlerweile ein Spieler, der den entscheidenden Faktor ausmachen kann. Und das ist genau der letzte Punkt der Entwicklung, der ihm gefehlt hat. Nochmal, er ist ein unglaublich schneller Spieler, das konnte er schon immer. Und dann musst du halt das ummünzen können. Und dann wirst du halt zu einem definitiv sehr guten Zweitligaspieler. Das gleiche geht auch für Conte damals, der auch sehr, sehr schnell war, der eine unglaubliche Schnelligkeit hatte. Sogar, ich glaube sogar auf jeden Fall noch ein bisschen schneller als Neuenberger. Ich glaube 3-4 km/h. Und das ist sehr, sehr viel im Fußball. Da ist das schon mal deutlich stark, wenn du dann noch diesen Entwicklungsschritt machst, mit dem Ball am Fuß nochmal was ummünzen zu können. Und das hat er geschafft jetzt endlich gegen Karlsruhe und auch diese Saison das erste Mal gegen Nürnberg. Und ich hoffe, er geht den Weg so weiter. Sein Marktwert wird definitiv auch beim nächsten Marktwert-Update steigern. Das spricht alles für ihn. Gute spielerische Leistung. Scorer sammelt er jetzt. Und zusätzlich Vertragsverlängerungen. Auch das gibt nochmal Werte dazu. Und er spielt einfach mit dem FCM um den Aufstieg. Ist ja einfach der Fakt. Ja, was man aber auch sagen muss, Nürnberger hat es erst definitiv nicht einfach. War eigentlich Routinierspieler oder hat gar nicht gespielt zum Anfang. Muss man auch ganz klar sagen. Er hat dann aber sich immer weiter reingekämpft. Das hast du gemerkt. Hat immer mehr Spielzeit bekommen. Irgendwann hat er dann die Chance bekommen, Startelf zu spielen. Und die hat er genutzt. Auch wenn ich persönlich sehr, sehr kritisch da war, wo ich mich gefragt habe, wieso spielt jetzt Nürnberger Startelf? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Ja, er hat es mir auf jeden Fall gezeigt. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. In den vergangenen Partien zählte der gebürtige Memminger zu den besseren Spielern im FCM-Kader. Gegen den KSC legte er das einzige Magdeburger Tor auf. Und auch in den Matches zuvor stach der Tempospieler immer wieder heraus. Unter anderem mit dem Ergebnis, dass er trotz seines fortgeschrittenen Fußballalters noch am Marktwert zulegen konnte. Und das stimmt auf jeden Fall. Er geht mittlerweile auch langsam auf die 30 zu. Und da wird es nicht einfacher mit dem Marktwert, eher andersrum schwieriger. Aber ist auch ein Spieler, der definitiv noch Richtung Millionen rutschen kann, wenn er will. Er ist, glaube ich, gerade bei 400.000 Grad mal. Das ist äußerst wenig für einen Stammspieler in der zweiten Bundesliga. In dem Alter, muss man auch sagen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er noch Richtung 600, 700.000 die Saison rutscht, ist sehr, sehr hoch. Vor allem, wenn wir uns weiter da oben festbeißen. Und dann kommen natürlich auch andere Clubs zu sprechen, die dann so einen Spieler auch haben wollen. Und deswegen ist genau das jetzt der richtige Schritt, zu verlängern. Wenn er dann jetzt weiter Scorer sammelt, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich hoffe, man hat ihn langfristig gebindet. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann bei Nolle, das ist ein sehr, sehr klimatisierter Mensch, wenn man das so sagen kann. Wenn er sich wohl fühlt, fühlt er sich wohl und bringt die Leistung, die er bringen kann und auch will. Und ich glaube, genau das macht Nolle auch so aus, dass er sehr, sehr ein Spieler ist, der
da sein muss. Also mit dem Kopf und auch so mit dem Herzen. Sonst kann er nicht Fußball spielen. Und ich glaube, das hat er jetzt endgültig auch geschafft. Wodurch er halt dann sehr, sehr wichtig wird. Und vor allem sehr, sehr menschennah ist. Was man auch merkt, ganz klar. Liegt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel an seinen bayerischen Wurzeln. Ich finde ja grundsätzlich bayerisch unglaublich sympathisch und das hat man ja auch gesehen. Ich weiß nicht, Nordisch spricht bayerisch, glaube ich, oder erklärt bayerisch. Das kleine Projekt im Trainingslager müsste das gewesen sein. Das fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Man hat gemerkt, dass er einfach ein sehr sympathischer Kerl ist. Was grundsätzlich bei unserer Mannschaft definitiv stimmt. Nämlich die Sympathie und das Klima. Im Sommer 2023 kam Neuenberger von Bayreuth an die Elbe. Der Bayer brauchte lange, um beim Klub zu glänzen. Heute zählt er zu einer der wichtigsten Säulen des Magdeburger Angriffsspiels. In 42 FCM-Partien gelang ihm ein Tor und 4 Vorlagen, fast alle davon allein in dieser Saison. Und das erklärt es dann halt. Entwicklungsschritt ist halt perfekt gegangen. Über welchen Zeitraum der neue Vertrag mit seinem Arbeitgeber gilt, ist nicht bekannt, so wie immer. Der Verein hält sich mit solchen Infos traditionell bedeckt. Den Fans kann das erstmal egal sein. Und mir ist das grundsätzlich definitiv äußerst egal, denn ich habe eine Verlängerung von Nürnberg auf dem Tisch liegen. Das reicht mir. Aber wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Nürnberger 2 bis 3 Jahre mehr verlängert hat. Sein Vertrag wäre ja nach der Saison ausgelaufen und ich war tatsächlich auch jemand, der gesagt hat, man kann ihn ziehen lassen, weil das kein großer Verlust gewesen wäre. Jetzt wäre es ein großer Verlust. Und deswegen sehr wichtig, dass man da den Vertrag verlängert. Konsequent. Und auch sehr, sehr früh in der Saison noch. Wenn wir überlegen, wir sind jetzt gerade erst beim 24. Spieltag dann. Und jetzt schon zu verlängern, 10 Spieltage davor, ist schon eine ordentliche Ansage. Aber genau das macht ja den FCM so aus. Die ständige Grundprinzipfrage, willst du verlängern, willst du nicht verlängern? Und dann, so wie man auch gesehen hat, ist das grundsätzlich konsequent wie bei, wer war's? Letzte Saison, Herbert Bockhorn war es auf jeden Fall und noch irgendjemand, ich weiß es gar nicht mehr. Der nicht verlängert wurde, Leon Bebel. Wo man dann sagt, du interessierst dich nicht, du willst umschauen, dann mach das, aber dann komm nicht zurück. So auf gut Deutsch. Und das gefällt mir sehr beim FCM, dass sie diese Grundprinzipfrage stellen. Eure Meinung, so wie immer, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich glaube, jeder kann sich freuen, dass er verlängert hat. Rein statistisch allein schon mittlerweile. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und damit ciao, Leute.